Hi! Willst du mit? Ich bin wieder auf Tour von Norddeutschland bis zur nordspanischen Halbwüste. Unterwegs beantworte ich ein paar Fragen, erzähle was von meinem Heimaturlaub und zeige was von meinem Vanlife-Alltag. Also wenn du Lust hast, sei gern dabei, ich würde mich freuen. Willkommen zu einem neuen Video. Ich starte wieder ins Vanlife und es waren halt 5 Wochen Heimaturlaub, die ich unglaublich genossen habe. Also es war total schön und ja, in der Zeit hatte ich auch gar keine Lust, ein Video zu machen, weil ich habe die Zeit so genossen mit meiner Familie. Ja, habe den Geburtstag mit meinem Mann genossen und meinen eigenen Geburtstag habe ich an der Ostsee gefeiert, auch mit Family, und das war total schön. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Irene und dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, reise und als Psychologin und Online-Mentorin arbeite. Ich war 9 Monate unterwegs, zuletzt auf den Kanaren, bis ich Mitte Juli gen Heimat aufgebrochen bin. Vor allem die Tour durch Frankreich fand ich total schön. Als ich dann nach Norddeutschland kam, war es etwas ernüchternd. Mal wieder Regen, aber die Zeit zu Hause war dann wunderschön. Ja, in diesem Video würde ich gern ein paar Fragen von euch beantworten, die ich über die verschiedensten Kanäle bekommen habe. Ja, eine Frage war auch, ob ich schon weiß, wo ich im September dann hinfahren werde. Ja, so eine grobe Richtung habe ich. Also ich habe so ein paar Kontakte in der Schweiz, wo ich gerne hinfahren möchte. Das ist so meine erste Anlaufstelle. Und dann habe ich ganz konkret den wirklich Plan, nach Portugal in die Nähe von Lissabon zu fahren und meine Tochter zu besuchen. Die wird da 2 Monate sein. Und letztlich ist der grobe Plan, auf jeden Fall dahin zu fahren, wo es warm ist. Ich mag so gar nicht die Kälte. Und ich möchte den Winter im Warmen verbringen. Und da das hier auf dem Festland nicht immer so gegeben ist, was ich von anderen Vanlifern auch im letzten Wintern mitbekommen habe, dass es in Griechenland geschneit hat, in der Türkei geschneit hat, wird es vermutlich wieder darauf hinauslaufen, dass ich auf die Kanaren fahre. Es hat mir so super gut da gefallen. Und ich habe da auch inzwischen einige Anlaufpunkte, wo ich liebe Menschen besuchen würde oder möchte. Und mir vielleicht auch gern noch andere Inseln angucken. Das ist zumindest der grobe Plan. Wie es dann in der Praxis nachher aussieht, wird sich zeigen. Ja. Ja, es kam auch eine Frage, wo ich gemeldet bin, wo mein Auto angemeldet ist, wo ich mein Konto habe und wo Versicherung. Also aktuell ist es so, dass ich mit meinem Mann zusammen in Hamburg gemeldet bin. Ich bin über eine ganz normale deutsche Krankenversicherung versichert. Mein Auto ist eben in Deutschland angemeldet. Meine Autoversicherung ist in Deutschland. So ist es jetzt. Ob das immer so bleiben wird, weiß ich noch nicht, weil manchmal nervt mich auch einiges daran. Genau, meine Einnahmen versteuere ich in Deutschland
Das ist alles da gemeldet, wobei mich dieser ganze bürokratische Aufwand manchmal sehr nervt. Aber im Moment ist es so. Und eine Frage war zum Beispiel auch, wenn du an das Alter denkst und alles, was dazugehört, siehst du deine Zukunft immer in einem Minivan? Ich sehe überhaupt nicht so weit in die Zukunft. Was weiß ich denn, was in der Zukunft ist? Also das ist eben so, dass ich halt aufhöre zu planen. Ich habe ja keine Ahnung, wie es mir geht im Alter und was ich dann möchte. Ich weiß gerade, was jetzt ist. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem an unserem Leben, dass wir immer alles im Vorhinein wissen wollen. Und das funktioniert halt nicht. Und wir können nicht alle Eventualitäten für die Zukunft jetzt schon planen. Und seitdem ich das auch nicht mehr versuche, doch ich gerate ja immer wieder in die Versuchung, aber ich versuche das immer wieder abzulegen, geht es mir irgendwie viel besser, wirklich im Jetzt zu leben. Und ich werde mit Sicherheit nicht immer in so einem Minivan leben. Aber jetzt ist es halt total cool. Und so wie ich mich kenne und mein Leben kenne, habe ich immer wieder Lust, was Neues auszuprobieren. Also jetzt ist es total gut, was im Alter ist, wann immer das Alter anfängt, keine Ahnung. Keine Ahnung, was dann sein wird. Ich werde eine neue Lösung finden. Und das ist auch etwas, was total hilfreich ist, immer mehr dieses Vertrauen zu gewinnen. Und das lerne ich durch diese Reise, dem Moment zu vertrauen und mir zu vertrauen, dass ich einfach Lösungen finden werde, wenn ich offen bin für das, was jetzt gerade ist. Und nicht in Sorgen mich verliere über die Zukunft. Ja, keine Ahnung, was im Alter ist. Eine Kinderkrankenschwester hat gefragt, wie schaffst du es vor allem in deiner menschennahen Tätigkeit mitzufühlen, ohne mitzuleiden? Ihr sei das leider nicht so gut gelungen. Das ist eine sehr spannende Frage, mit der ich natürlich schon sehr, sehr lange zu tun habe, weil ich schon sehr lange im Bereich arbeite, wo Menschen viel leiden. Ja, gerade meine Zeit in der Uniklinik, da ging es oft auch um Leben und Tod und Menschen waren sehr, sehr krank und wussten nicht, ob sie es schaffen und überleben, die ich halt betreut habe, oder auch, wo es um die Eltern ging, wo die Kinder halt sehr krank waren und auch einige gestorben sind. Also nicht nur die Kinder, auch von den Erwachsenen. Ja, und es geht eben genau darum, um diese Haltung. Also wenn man mitleidet, dann gerät man ja oft in so eine Situation, dass man das dann halt so sehr von sich wegschieben muss, um damit umgehen zu können, oder dicht macht oder sich abgrenzen muss. Und was ich auf dem Weg halt sehr gelernt habe, ist, ja, wie soll ich das sagen, zu vertrauen in den Menschen, der mir gegenüber ist, in seine eigene Kraft und Lebenskraft und vielleicht Heilungskraft oder wie immer man das nennen mag. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden. Ja, vielleicht auch in so eine höhere Kraft zu vertrauen, dass auch alles irgendeinen Grund und Sinn hat, auch wenn wir den in dem Moment überhaupt nicht erkennen können. Ja, vielleicht ist das auch eine Form von Glauben. Und das finde ich ganz spannend, weil ich ja nicht so in diese Welt gekommen bin mit so einem Urvertrauen. Das war für mich ein sehr langer Weg, dieses Vertrauen zu gewinnen oder so mir einen Glauben zurückzuerobern. Und ich muss dazu sagen, ich habe keinen Glauben an die Kirche oder den Gott der Kirche, aber schon einen Glauben an etwas Größeres. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr viel mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt. Also ich habe 18 Jahre Trauerreden gehalten und als ich damit anfing, da hatte ich mit dem Thema überhaupt vorher noch nie was eigentlich
zu tun gehabt. Und so wie es in unserer Gesellschaft oft ist, ist das oft noch ein Tabuthema, mit dem wir uns gar nicht befassen möchten und wollen. Und ich habe diesen Job damals angenommen. Das war einfach, ja, ich bin dazu gekommen, ich habe immer gesagt, wie Maria zu ihrem Kind. Völlig ungewollt, ungeplant. Und es war eigentlich nur ein Job, um den Rest meines Studiums zu finanzieren. Und so bin ich da irgendwie gelandet. So mitten in diesem Tabuthema. Und da hatte ich halt jeden Tag mit Tod und Sterben zu tun. Und das ist so eine Eigenart von mir, wenn ich was mache, dann mache ich das halt sehr gründlich. Und dann will ich den Dingen auf den Grund gehen und dann will ich darüber lernen und will alles wissen. Und so habe ich eben angefangen, darüber zu lesen, mich auszutauschen, ja, mich mit diesem Thema zu befassen und auch tief in mir. Und was dann passiert ist, ich glaube 3 oder 4 Monate nachdem ich mit dem Job angefangen habe, ist mein erster Mann gestorben. Ganz plötzlich an einem Hirnschlag. Und ich hatte aber schon zu dem Zeitpunkt sehr viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und auch, ich weiß noch, damals habe ich ein Buch gelesen, wenn ein Mensch gestorben ist, wie gehen wir mit den Toten um? Das war von 2 Frauen geschrieben, von einer Psychologin und noch einer, die weiß ich gar nicht mehr, was die war. Sehr, sehr einfühlsam und auch mit sehr viel Informationen gespickt, die wir so normal halt nicht haben, mit denen wir nicht aufwachsen, die wir nicht lernen und die aber sehr hilfreich sind. Und für mich war zum Beispiel ein toter Mensch ich hatte noch nie einen toten Menschen gesehen. Und das war was ganz Beängstigendes und ja. Und dann habe ich durch meine Arbeit, also ich habe da nicht nur die Reden gehalten, sondern auch die Trauerfeiern mit ausgestaltet und also auch schwer körperlich gearbeitet, die Särge mitgeschleppt, die ganzen Blumendekorationen, also das alles, dafür war ich auch zuständig. Und eben auch für die Abschiedsstunden. Das heißt, ich durfte das dann auch vorbereiten am offenen Sarg, wenn Menschen von den Angehörigen Abschied nehmen wollten. Dann habe ich halt diesen Raum mit dekoriert und den toten Menschen im Sarg halt so schön, also nicht dieses, was man kennt mit Schminken oder aus irgendwelchen amerikanischen Filmen oder so, aber da irgendwie noch eine Blume hingelegt. Und dann war ich halt in diesen Situationen auch mit den toten Menschen allein in diesem Raum. Und es war erstmal ja ganz befremdlich und was ganz Neues, was ich nicht kannte. Und ich habe aber immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass diese Menschen so friedlich aussahen. Und das hat mir immer mehr diesen Schrecken und diese Angst vor dem Tod genommen. Also diese Erfahrung halt zu sehen, wie dieser Mensch da in diesem Sarg liegt und ganz friedlich aussieht. Und das hat in mir so eine neue Überzeugung wachsen lassen, dass der Tod irgendwie offensichtlich nicht so was Schlimmes ist, wie wir uns immer vorstellen. Ja, das hat sehr meine Sicht der Dinge und meine Weltsicht geändert und eben meine Sicht auf den Tod und was das eigentlich bedeutet und was das heißt. Und habe eben auch aus verschiedenen Kulturen viel darüber gelesen. Das tibetische Buch vom Tod und Sterben, so aus dem Buddhismus, wo ja auch ganz andere Sicht auf den Tod besteht. Und das hat mir halt viel Angst und Schrecken genommen und Vertrauen geschenkt, dass irgendwie so, und dann habe ich ja unendlich viele Trauerreden gehalten. Und was ich auch so bemerkenswert fand über die Jahre, ich habe das 18 Jahre gemacht, zu sehen, ich habe dann immer Lebensgeschichten erzählt. Und was das Besondere an diesen Lebensgeschichten war, Lebensgeschichten haben mich schon immer interessiert, aber in diesem Fall war das Besondere daran, dass die ja immer vollständig waren. So, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und der aus seinem Leben was erzählt, dann ist das Leben ja nie zu Ende von ihm oder ihr. Und was ich nach und nach immer mehr bemerken durfte, ist, dass jedes Leben so einen roten Faden hat.
Und oftmals war das auch so, dass die Art, wie jemand gestorben ist, so genau zu dem Leben passte. Das fand ich beeindruckend. Also für mich war das auch mal wieder so eine Forschungsreise. Ich habe halt erforscht, wie Tod und Leben zusammenhängt. Und das hat mir auch nochmal eine neue Sicht geschenkt, nämlich dass alles einen Zusammenhang hat und einen Sinn hat und dass dieses Leben hier auf Erden, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie einer höheren Ordnung unterworfen ist und sei es unserer Seele oder wie immer man das nennen will. Diese Worte finde ich oftmals auch so schwierig und sind auch so umstritten. Aber es war einfach so ein Bauchgefühl, zu merken, das hat immer irgendeinen Sinn. Und so manches Mal habe ich auch einen Menschen beerdigt, der relativ früh gestorben ist. Und dann war das aber so spannend zu sehen, dass dieses Leben oder dieser Mensch in diesen, sagen wir mal, vielleicht mit 50 gestorben, aus welchem Grund auch immer, dass dieser Mensch aber in diesen 50 Jahren so viel mehr gelebt haben als andere in 100 Jahren. Das fand ich immer sehr beeindruckend. Ja, und wie sehr dieser Weg, dieser rote Faden mit dem Tod dann irgendwie diese Geschichte vollendet war. Und selbst wenn sie viel zu früh war, also von, ich sag mal, von unseren normalen Maßstäben betrachtet. Ja, und das hat für mich so diese Sinnhaftigkeit sehr tief in mir verankert. Und das hat mir letztlich auch geholfen, wenn Menschen schwer krank waren oder auch gestorben sind oder immer so ein tiefes Vertrauen zu haben, auch wenn das aus dieser Situation heraus betrachtet ganz furchtbar ist, aber dass es irgendwie einen Sinn macht oder dieser Mensch in irgendeiner Form diesen Weg gewählt hat oder wie immer man das bezeichnen will. Und auch dieses Vertrauen zu haben, dass dieser Mensch genau das tut, was für ihn oder für ihn richtig ist. Und selbst wenn das eben auch bedeutet, dass er in diesem Moment stirbt. Ja, und diese Auseinandersetzung mit diesem Thema hat für mich dann nach und nach auch dieses Leiden oder dieses Mitleiden komplett beendet. Und das Schöne ist, wenn man aufhört mitzuleiden, dann wächst wirklich erst das Mitfühlen, weil dann kann ich mich total den Menschen gegenüber öffnen und muss mich nicht schützen vor diesem Leid, was da vielleicht in mich überschwappt, sondern kann so vollständig mitfühlen. Und das wird mit so unglaublich viel Dankbarkeit aufgenommen von diesem leidenden Menschen, dass für denjenigen auch sozusagen das Leid ein bisschen gemindert wird. Und es war in all diesen vielen Jahren und auch als Trauerrednerin, dieses Mitfühlen war einfach so balsam für die Seele, für die Hinterbliebenen, ja, dass ich unfassbar viel Dankbarkeit immer entgegengebracht bekommen habe. Was meine Aufgabe irgendwie so erfüllend gemacht hat auch letztlich. Ich konnte da was geben, was diesen Menschen geholfen hat in dem Moment. Und das Schöne war, da war ich halt schon Psychologin und das habe ich aber nie gesagt, wenn ich zum Hausbesuch kam, sondern ich bin da einfach als Mensch hingekommen, weil ich weiß, wenn ich sage, ich bin Psychologin, dass oft so in meinem Gegenüber auch was einrastet und ein Bild und ja, ich weiß auch nicht. Also das habe ich halt vermieden. Ich bin da einfach als Mensch hingekommen. Und das war so schön zu sehen, als mitfühlender Mensch, als Mensch, der das Leid des anderen aushalten kann. Weil das ist auch eine hohe Kunst und ein großes Geschenk für jemanden, der gerade in seinem Leid ist. Wenn er auf einen anderen trifft, der das Leid mit aushält. Und für mich war das halt nicht schwer. Es war einfach so diesen Raum halten und für diesen Menschen da zu sein. Und weil ich eben nicht mehr mitleiden musste, konnte ich das Leid halten von demjenigen. Und das ist ein großes Geschenk.
Weil ganz oft ist es so, das habe ich halt auch am eigenen Leibe erlebt, auch als mein Mann gestorben ist, oh Gott, danach, wie Menschen das nicht aushalten können. Weil ich war 36, er war gerade 41 geworden. In dem Alter stirbt man ja nicht. Und damit können viele gar nicht umgehen. Und was passiert, wenn andere nicht mit dem Leid umgehen können? Sie versuchen, denjenigen zu trösten. Und was ist das letztlich? Trösten hat oft, ja, letztlich die Aufgabe, dass der andere wieder in seine normale Funktion kommt und wenn wir das Leid nicht aushalten können, dass der sozusagen nicht mehr vor unseren Augen leidet. Ja. Und das ist für denjenigen, der gerade leidet oder trauert oder was auch immer, ist das ganz anstrengend. Denn die spüren, dass sie das jetzt mal eben wegpacken müssen und wegmachen müssen, weil ihr Gegenüber das nicht aushält. Und das hat oft die Funktion von Trösten. Also jedenfalls, also es gibt sicher auch eine andere Form, eine wohltuende Form von Trost, aber so wie wir das oft leben, ist es eben nicht wohltuend. Und das sehen wir schon, wie wir mit Kindern umgehen, wenn die weinen. Denn irgendwie versuchen wir sie abzulenken und ach, ist doch nicht so schlimm oder kriegst einen Lutscher oder was auch immer, damit das Kind aufhört zu weinen. Also wir halten es ja auch gar nicht aus, wenn andere weinen. Und dabei ist es so heilsam zu weinen und diese Gefühle zuzulassen. All diese Erfahrungen haben letztlich dazu beigetragen, dass ich nicht mehr mitleiden musste, sondern viel mehr mitfühlen konnte. Nachdem ich heute Mittag in Köln aufgebrochen bin, bin ich jetzt nach einigen Stunden im Schwarzwald angekommen. Viereinhalb Stunden oder knapp 5 Stunden gefahren. Ich musste jetzt erstmal mehr die Beine vertreten und bin hier die Berge raufgelaufen und hier gab es so einen Baumwipfelpfad oder Baumkronenpfad. Jetzt gibt es ja noch einen Abenteuerpfad. Ich stehe hier auf so einem Platz, irgendwie am Sportgelände oder Schwimmbad oder keine Ahnung, von so einem kleinen Ort. Da ist es erlaubt zu übernachten. Ja, mal gucken. Ich glaube, es wird ganz ruhig da. In der Schweiz war es übrigens wunderschön, wenn auch völlig anders als gedacht. Ich war nämlich nur eine Nacht da und habe nur einen Besuch gemacht. Und zwar war ich bei der lieben Nancy Holten, die hat auch einen YouTube-Kanal und ihrem unheimlich sympathischen Lebenspartner. Ich bin mit der lieben Irene hier in der Schweiz und jetzt hat sie mich besucht und das ist mega schön. Ich genieße es. Ich auch. Ja, wir kennen uns. Ja, schon ganz ja, lange. Genau. Ja, ein Gruß an euch. Es hat mir sehr, sehr gefallen bei euch. Und dann bin ich schnellstmöglich aus der Schweiz raus nach Frankreich. Ich wollte noch mehr Besuche da machen. Aber es hat mich so da weggezogen, es war mir viel zu kalt. Es waren nachts 4 Grad, da hatte ich überhaupt keine Lust zu. Und das ist nämlich auch die Frage, was ich so im Winter denn mache, wenn es kalt ist oder wenn es Dauerregen ist. Zunächst mal habe ich eine Standheizung. Die macht das innerhalb von ein paar Minuten ganz muckelig warm hier in meinem Auto. Aber ich lasse die halt auch nicht die ganze Nacht durchlaufen. Also wenn es nachts dann richtig kalt ist, ja, also das widerstrebt mir irgendwie total, die ganze Nacht laufen zu lassen. Und meine Lösung dafür ist einfach, da wegzufahren, wo das so kalt ist. Ich habe gar keine Lust mehr, vor allen Dingen nicht in meinem Auto im Winter irgendwo zu verbringen, in der Kälte. Ja, also das ist eigentlich meine Hauptlösung. Ich fahre lieber dahin, wo es warm ist. Möchte gar keinen Winter. Und wenn es regnet, also das hatte ich ja auch schon auf meiner Tour, allerdings auch nicht so viel, weil ich eben in Gebieten war, wo es nicht so viel regnet. Aber es kam schon mal vor. Das ist einfach gerade, ich weiß nicht, ob ihr das hört, es regnet gerade und es gewittert. Es ist so gemütlich, ich liebe das. Manchmal freue ich mich ehrlich gesagt, wenn es regnet. Dann kann ich nämlich mal in meinem Auto verbringen und ich finde es so gemütlich.
das genieße ich dann auch. Da fällt mir auch nicht die Decke auf den Kopf, weil ich habe da alles und kann da alles machen. Und auch mit Kondenswasser habe ich dementsprechend wenig Probleme, weil ich einfach meistens da bin, wo es sehr trocken ist. Und wenn es mal die Scheiben von innen bisher beschlagen sind, dann mache ich halt die Heizung an und wische das einfach mit dem Tuch auch trocken. Inzwischen bin ich schon in der Camargue in Südfrankreich angekommen, wobei es mich noch weiter in den Süden zieht. Genau, die Frage kam nämlich auch, was ich dann mache, was ist denn, wenn das Auto in die Werkstatt muss oder es schrottreif ist. Das war gerade halt zweimal länger in der Werkstatt, das erste Mal eigentlich für eine Inspektion. Und dabei hat sich so vieles herausgestellt, dass von dem einen Tag Inspektion daraus wurden, ich glaube, fast eine Woche, weil ziemlich viel gemacht werden musste. Kupplung und hinten die Bremsen und neue Reifen, das war eigentlich klar. Die haben ziemlich gelitten, immer in den Bergen und auf diesem sehr rauen Asphalt in Spanien. Und die vielen Serpentinen und Kurven. Ja, also die Reifen waren neu und dann ist der Kühlerthermostat war kaputt und die Simmering-Dichtung und noch irgendwas. Also das war halt alles eigentlich nicht geplant, wobei Reifen und Kupplung wusste ich eigentlich schon, dass das kommen wird. Und es ist halt sehr teuer geworden, auch noch viel teurer, als ich gedacht und er gesagt hat. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen und mich so völlig auf den Nullpunkt gebracht. Und sämtliche Ersparnisse sind nun aufgebraucht und kann ich wirklich von der Hand in den Mund leben. Ja, auch mal wieder eine spezielle Erfahrung, eine Übung im Vertrauen. Ja. Und dann war es nochmal in der Werkstatt für eine Hohlraumversiegelung. Ich habe mich entschieden, dass ich das gerne investieren möchte, damit es eben länger hält und nicht so schnell schrottreif wird, das Auto. Und das hat auch von Sonntagnachmittag habe ich das abgegeben bis Donnerstagnachmittag, da konnte ich es wieder abholen. Und was ich gemacht habe, das war echt eine glückliche Fügung. Das war in so einem ganz kleinen Dorf, die Werkstatt in Schleswig-Holstein, und nicht mal 5 Kilometer davon entfernt habe ich ein Zimmer gefunden, ein total günstiges Zimmer über Airbnb und ein ganz super schönes Zimmer und im Privathaus von einer älteren Dame, ja älter, doch sie ist noch älter als ich. Und es war total toll, für 25 € die Nacht und hatte ich ein wunderschönes Zimmer mit Bad. Und habe mir noch den Luxus eines Frühstücks gegönnt, extra für 10 €. Aber sie hat mich so verwöhnt jeden Morgen. Es war eine Freude. Und ich habe diese Zeit mega genossen. Und habe sie auch dazu genutzt zu arbeiten. Habe viele Mentorings gemacht in der Zeit. Ja, es war toll. Und hatte ein Fahrrad dabei, sodass ich mit dem Fahrrad dann in die Werkstatt fahren konnte, beziehungsweise von der Werkstatt in das Zimmer. Und so gibt es irgendwie immer Lösungen. Wenn ich offen bin, dann findet sich auch was. Zu Hause habe ich mein Auto halt auch noch ein bisschen ausgemistet, sauber gemacht, überholt. Zum Beispiel ist die Dachhaube, die Dichtung ist undicht geworden und die habe ich halt entfernt und erneuert. Und ja, letztlich braucht es ein bisschen Pflege und Wartung, um auch Schrottreife vorzubeugen. Und wenn es dann tatsächlich passiert, ja, dann kommt irgendwie was Neues. Also da mache ich mir jetzt ja keinen Kopf drum, dann würde ich gar nicht erst losfahren. Jetzt kam auch die Frage, ob ich mal was von meinem Alltag zeige und wie ich meine Stellplätze finde. Hier bin ich in Nordspanien unterwegs und bevor ich losfahre, gucke ich meistens in der App Park4Night, wo es auf meinem Weg nette Plätze gibt. Und hier habe ich in diesem kleinen Ort einen Stellplatz gefunden, der von der Gemeinde kostenlos angeboten wird, sogar mit Frischwasser und Abwasser. Ich habe hier ein paar Tage Pause gemacht
und stand häufiger ganz alleine hier. Hier in dem kleinen Ort bin ich dann zu Fuß hingegangen und bin hier in so einem ganz kleinen Supermarkt einkaufen gegangen. Meistens kaufe ich allerdings eher in großen Supermärkten unterwegs ein, wenn ich dann auch größere Mengen Wasser kaufe zum Beispiel. Aber ich liebe es immer zwischendurch in so kleinen, lokalen Läden zu kaufen. Jetzt gibt es gleich erstmal Frühstück. Und heute nutze ich hier die Gelegenheit, dass es hier fließend Wasser quasi gibt und wasche mal ein bisschen Wäsche. Normalerweise nutze ich auch eher Waschcenter, aber hier mache ich einfach mal eine kleine Wäsche heute. Dann steht heute noch Filmschneiden auf dem Programm und später habe ich noch ein Mentoring. Meinen nächsten Stellplatz habe ich auf einer Olivenfarm gefunden, nur 30 Minuten entfernt von der nordspanischen Halbwüste Bardenas Reales. Und so hieß es am nächsten Morgen früh aufstehen, denn ich wollte vor Sonnenaufgang in der Wüste sein. Bevor ich zur letzten Frage komme, möchte ich noch einen Nachtrag machen zu dem Thema Mitgefühl oder Mitleid. Ich habe gesagt, dass das Mitleid halt völlig aufgehört hat in meinem Leben, aber das stimmt nicht. Das hat so in dem beruflichen Bereich aufgehört. Ich habe noch ganz, ganz lange Schwierigkeiten damit gehabt, wenn es um meine ganz nahen Angehörigen, um meine Familie, vor allen Dingen auch um meine Kinder ging. Ja, da habe ich oft mitgelitten und darf immer noch mich drin üben, mich da nicht so hineinzubegeben. Und es ist oft eben vielmehr diese Resonanz, die wir spüren, dass wir das, wenn es dem anderen nicht gut geht, dass wir das spüren und wenn das in uns was antriggert, auch was Altes, alte Muster, dann fällt es so schwer, nicht mitzuleiden. Aber je mehr ich meine alten Verletzungen, Wunden heile, umso mehr gelingt mir das auch mitzufühlen, auch bei meinen Kindern oder beim Mann oder meinen engsten Angehörigen, also eher mitzufühlen und nicht mitzuleiden. Einfach, das geht oft um dieses Differenzieren. Bin ich jetzt in Resonanz und spüre das Gefühl des anderen und das triggert was in mir? Oder kann ich einfach wirklich mitfühlen und dann muss ich nämlich auch nicht mitleiden? Dann ist das, ich sag mal, diese echte Form von Empathie, bei der ich Mitgefühl geben kann, aber eben nicht so in Resonanz bin, dass ich das nicht mehr unterscheiden kann. Ist das jetzt mein Gefühl oder ist das dein Gefühl? Ja, und dann komme ich zur letzten Frage, und zwar, wie ich mit einsamen Momenten umgehe oder ob es die gar nicht gibt. Ja, und wenn ich mich hier so umschaue, bin gerade in der Bardenas Reales und bin hier gerade allein auf weiter Flur und genieße das. Nein, ich habe auf der gesamten Reise bisher, ich glaube, keine einsamen Momente gehabt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das früher, dass ich inmitten von vielen Leuten, auch von nahen Menschen, habe ich mich manchmal einsam gefühlt. Und ich lerne immer mehr, wie viel das damit zu tun hat, ob ich mit mir selber verbunden bin. Wenn ich mit mir selber verbunden bin, dann bin ich nicht einsam. Dann kann ich allein sein, aber habe keine einsamen Momente. Und wenn ich nicht mit mir verbunden bin, so wirklich tief innerlich, so eine Herzensverbindung mit mir selbst, was ich früher nie hatte, dann bin ich auch inmitten von Menschen, auch von lieben Menschen, kann ich dann einsam sein. Nein,
Ich habe keine einsamen Momente und ich genieße das hier sehr. Und außerdem habe ich so viele schöne Begegnungen unterwegs. Und zwar nicht so, ja, einfach so oberflächliche Begegnungen, sondern ich habe so viele Menschen kennengelernt unterwegs. Ja, auf so einer ganz tiefen Ebene. Und ich glaube, das sind auch einige dabei, mit denen werde ich lange, lange auch Verbindung halten. Und das finde ich ganz schön. Also das ist so eine neue Art der Verbindung, die ich früher nicht kannte. Und auch jetzt in meinem Heimaturlaub fand ich das auch wunderschön, wie sehr ich die Begegnung mit meiner Familie genossen habe. Ja, das hat einfach noch mal so eine ganz andere Qualität bekommen, weil ich das viel mehr genießen konnte als, ja, ich sage mal, in diesem Alltagstrott. Ich habe das so wertgeschätzt und war so dankbar. Ich habe das wirklich jede Minute genossen. Und jetzt bin ich wieder auf Tour und ich freue mich aber immer in Verbindung zu sein, auch mit meiner Familie, über die verschiedensten Kanäle. Und ja, wie gesagt, als nächstes will ich in Portugal meine Tochter besuchen und da freue ich mich auch mega drauf. Nein, ich habe keine einsamen Momente. Konkrete Fragen zum Ausbau habe ich dieses Mal nicht beantwortet, bewusst nicht. Das werde ich in einem der nächsten Videos machen. Also schau gern wieder vorbei, ich freue mich auf dich. Und wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann hör doch mal rein in Ramonas Podcast What Drives You. Sie hat mich vor einigen Monaten, als ich noch auf La Gomera war, interviewt und am 1. Oktober ist die Folge jetzt online gegangen. Du findest den Link in der Videobeschreibung.